Je seltener eine Landschaftsform ist und je ökologisch wertvoller es ist, desto mehr setzt man sich dafür ein. Das ist viel zu kurz gefahren, wenn wir das von unten gesehen hätten. Jetzt kann sie sich gut entwickeln. Jetzt kann diese Eiche stark werden. Wenn das gelingt, dann bin ich beruhigt, sage ich mal so. Das wir schaffen. Ich bin der Dietmar Gross. Ich bin Naturschützer und bin Forstökologe und habe dann irgendwann schon in Deutschland festgestellt, welchen Wert die Hutewälder haben, in Deutschland hatten. Es gab so vor 8 bis 10 Jahren eine sehr günstige Situation im Rahmen von Gesetzesänderungen, schon eine Zeit lang nach EU-Beitritt, wo man auch die Vereine, so wie hier der Viehhalterverein, besser gefördert hat. Also das heißt, die Vereine hatten damals, und das ist bis heute so geblieben, ein Vorrecht bei der Anpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Weideflächen. Und dann haben wir gleich im ersten Jahr im Dorf beschlossen, dass wir einen Verein gründen, weil es wichtig war, im Sinne einer Gemeinschaft zu agieren und diese Weide zu erhalten. Dieser Druck und diese Bedrohung der Hutewälder, die wir auch anderswo sehen, haben auch dazu geführt, dass vor allem ich, aber dann auch andere in unserem Verein uns Gedanken gemacht haben, wie können wir dort, wo es keine Altbäume mehr gibt, wieder diese Hutewälder erneuern, schaffen. Und dann ist die Idee entstanden, wir können ja Studenten einbinden und zusammen was machen. Auch erkennend, dass häufig in Dornenbüschen Eichen ankommen, die man nur kennzeichnen muss. Haben wir mit einer roten Band dann gemacht, mit der Schleife, und die wir dann schützen müssen. So. Das war die Grundidee. Und das sehen wir dann vielleicht, wenn wir ein wenig weiter rüber gehen, dann sehen wir solche, oder auf der anderen Seite waren wir dort, genau, da auf der Seite gibt es dann solche Bereiche, wo wir Eichen auch immer wieder gesehen haben und stehen gelassen haben, markiert haben und dann nochmal geschützt haben. Entscheidend ist aber in den Flächen, wo überhaupt keine Besamung mehr stattfindet, wo die Flächen schon relativ geleert sind von alten Bäumen, also auch zu weit weg vom Waldrand, dass wir da künstlich Eichen pflanzen. Und das haben wir in diesem Jahr im Frühjahr, im April, eine Aktion mit Studenten über 3 Tage. Dann haben wir diese Form, wie wir sie hier sehen, gemacht, dass wir Dornenbüsche weggeschnitten haben und die Äste gesammelt haben und dann diese Ringe, wie wir es nennen, oder Kreise gebildet haben, in die Mitte 1 bis maximal 3 Stiel- und Traubeneichen gepflanzt, sie geschützt, und das Ergebnis sehen wir hier. Das ist momentan vielversprechend, und wichtig ist jetzt, diese Entwicklung im Auge zu behalten. Das scheint hier das Dornenmaterial. Naja, da ist einfach noch was hier getan worden. Das ist jetzt richtig, was Sie gemacht haben, dass Sie hier Dornen, die irgendwo weggeschnitten wurden, hergelegt haben an diese Kleingruppe. Und dadurch entsteht wieder so ein Bereich, wo jetzt hier natürlich sich was ansammeln kann. Der Vorteil ist natürlich klar, die Ziegen können da nicht an die Eiche rankommen, aber wir müssen die begleiten jetzt. Hier kannst du sehen, wie die Ziege auch an der Wildbirne ab einer gewissen Größe noch versucht haben, wie sie geschält haben. Ja? Das heißt, also der Baum hat aber noch genügend, und jetzt ist bei der Wildbirne vorbei. Jetzt hat die gewonnen. Eine Kirsche in der Stärke ist noch nicht gesichert. Also das heißt, die hat nur eine Rinde, die zu weich ist, und die Ziege
macht sie fertig. Dass wir hier eine so reiche Kulturlandschaft, wo diese Strukturen, die Strukturvielfalt, auch eine ökologische Vielfalt als Folge hat, also was die Vogelarten, was die Schmetterlinge angeht, was alles im Krautsler-Feldsass, dass diese Kulturlandschaft weitgehend in dieser Form erhalten bleibt. Unten jetzt ist gerade etwas Eiche, an der wir auch standen. Da oben waren diese Bereiche, genau. Und jetzt gehen wir zur Richtung Alteiche, genau. Das ist dieser Nordhang. Jetzt müssen wir genau hier oben fliegen. Genau. Und da geht es jetzt, da erkennt man ein paar Erosionsbereiche. Und das ist die alte Eiche. Jetzt kommt die alte Eiche da. Genau. Jawohl. Und jetzt sieht man die Eichenmistel oben und diese Äste, wo vorher die Würger drauf saßen. Aha, jetzt ist auch die Lichtsituation besser. Moment. Was wollt ihr schauen gerade? Den Vogel da oben, was ist das? Ich wollte jetzt nicht näher rangehen, dass er nicht wegfliegt. Entweder könnte das ein Schwarzstirnwürger sein, der ist mir zu hell für einen Neuntöter. Der Neuntöter ist, oder scheint die Sonne so ungünstig. Die ganzen Würger, die brauchen ja genau diese Dornen. Also, und vor allem der Neuntöter, der tut ja in diese Dornen seine Insekten, die er fängt und tut sie, das sieht man hier. Deswegen haben wir hier so eine hohe Population an Neuntötern, an Schwarzstirnwürgern und was da noch an diesen Arten gibt. Also für die Gesamtökologie ist das positiv. Dieses langsam Ziehen der Kühe ist genau das Richtige. Also für die Biologie der Kühe nicht schnell mit ihnen hochgehen an einen Punkt, sie dort lassen, sondern man zieht immer. Dass wir weiterhin eine Beweidung, wie sie hier praktiziert wird, also mit dem täglichen Viehtrieb erhalten können, dass das auch für die Dorfbewohner, für den Hirten, für alle, sage ich, ökonomisch leistbar ist, aber denn dann wird es auch praktiziert. Bună, Tibi! Văd că s-a rupt ciurda în două sau... Nu, alea cum au venit alu... Au venit mai târziu? Alu Daniel l-a gata mai târziu. Dar numai astăzi sau vin ele mai târziu? Așa vine că are multe de mult. Ich sage mal, das ist ja mein wichtiges Ziel, dass wir in der Struktur dieses Hutesystem auf die ganze Weide bringen. Vor allem können wir dann auch in Gebiete, wo wenig Alteichen jetzt vorhanden sind, neue Punkte schaffen und dann wird es immer leichter werden. Im Prinzip ist das eigentlich die Form, wo wir gedacht haben, wie kann man einen Hutewald erhalten, also regenerieren, dass da, und auch jetzt, wie ich mit euch unterwegs war, sieht man, dass wir, sage ich mal, nicht nur die ganz alten Eichen haben, wir haben mittelalte Eichen, wir haben jüngere Eichen und wir haben hier die ganz junge Generation, also wir strecken, wir kommen jetzt wieder in ein System, wo so ein Hutewald erhalten werden kann. Wir haben ja auch im Dorf eine Entwicklung, wo immer mehr Leute merken, dass der Gesamtraum, die Struktur zwischen Dorf und Umgebung erhalten werden muss und soll und die dafür sich auch einsetzen. Also auch der Gedanke, Natur ist mehr als ein Raum, den man nutzen kann, ist inzwischen da. Also das ist die Kreislaufwirtschaft zu erhalten und das ist auch, das, sage ich, das Wertvolle hier in Siebenbürgen, in Rumänien, dass du Natur noch in der extensiven Wirtschaft erhalten kannst und nicht jetzt mit einem Landschaftspflegeverband herkommen musst oder mit irgendwelchen künstlichen geschaffenen Instrumenten, sondern dass das alles noch in Funktion bleibt. Und deswegen ist wichtig, dass wir das haben, dass wir einen Hirten haben, eine Herde haben, dass wir Leute haben, die dem aufgeschlossen entgegensehen. Und ich glaube, ich kann, wenn das gelingt, dann
bin ich beruhigt, sage ich mal so, dass wir es schaffen.